Hi. Scheiße, jetzt habe ich den Hänger zugepackt. Die Tür kommt raus. Furchtbar. Gar nicht. Es geht nicht. Aber jetzt, man sieht schon, die Farben. Man braucht halt Nerven aus Stahl. Spiegelschrank. Warum hängt der Spiegelschrank so weit links? Geht nicht. Meine Fresse. Jetzt haben wir mal die Straße beleuchtet. So, was meint ihr zu dieser Farbe? Buen dia und herzlich willkommen zu unserem Video Nummer 95, warum ich so aussehe und ich nie mehr so aus dem Haus gehe. Und weitere Fortschritte hinter mir, was die letzten paar Wochen jetzt los war, erzähle ich dir, euch in diesem Video. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und bis gleich. Morgen. Wisst ihr, welche Vögel ich gar nicht mag? Die. Ruhe jetzt! Danke! So, Dele, was war los? Also, prinzipiell wegen dem Tuch und lange Ärmel bei 34 Grad. Ich habe wieder gemäht, gestern, heute, ganze Tag, das ganze Grundstück und ohne am Rasen, das sind so ganz kleine schwarze Mücklen, die sind so aggressiv und beißen richtig zu. Beim ersten Mal mein kompletter Unterarm war zerbissen und auch hier oben in der Stirn war alles zerbissen. Es ist der Wahnsinn. Moskitos haben wir dieses Jahr brutal viel, also auch hier. Aber klar, überall durch das ganze Regenwetter steht das Wasser, Pfütze, ja, es sind natürlich hervorragende Bedingungen für die Moskitos. Gut, was war alles los? Ich laufe einfach mal Richtung Resort und erzähle euch, was alles los war. Ich drehe dabei mal die Kamera. So, also, wir haben ja Regenwetter gehabt. Und seit 2 Wochen eigentlich nur Regenwetter und für uns war jetzt die Frage, machen wir Video, aber was soll man erzählen? Es gibt nichts zu erzählen, großartig. Jetzt hat sich wieder was getan, jetzt sind wieder Fortschritte da, deswegen machen wir heute Video. Unser Manioka-Feld wächst richtig gut, also ist sehr zum Verwechseln ähnlich mit der Marihuana-Pflanze. Jo, dann haben wir die Lichter installiert mit der Palme. Auch die Namensschilder wurden jetzt installiert. Heute machen wir die Patenschaftenschilder hin mit dem neuen Los Loquito, mit dem Thomas. Hi. Wir haben, soweit ich weiß, noch 2 Palmen und 4 Lapachos frei. Also, das heißt, wenn jemand noch ein Namensschild mag, eine Patenschaft, zum Beispiel wie hier, dann kann uns gern kontaktieren und dann machen wir euer Name aufs Schild und ihr habt eine lebenslange Partnerschaft für einen Einmalbeitrag. So, wie gesagt, es wächst momentan alles, also das Klima, wir haben schwül, wir haben Sonne, wir haben viel Regen, natürlich hervorragende Bedingungen für die ganze Pflanze, weniger gut für uns, weil wir halt kaum arbeiten können, ja, richtig blöd. Wir haben die erste Papaya, wir haben die erste Limette gehabt. Die erste Limette, wohlgemerkt, an diesem kleinen Stamm. Sind neue Pflanzen dazugekommen, Kräuter, Obstbäumchen und hier haben wir schon der erste Fortschritt. Und zwar wäre jetzt die Wege gebaut. Jetzt einmal der Weg, da gibt es ja der Pike, die wollen schon länger folgen. Die wissen ganz genau, dass man hier dann irgendwann so einen Pike anlege und das Ganze wird jetzt dann mit Pflanze gemacht, Vogeltränke kommt hin und so weiter und so fort. Dann geht es dann einmal vorne links dann ab zum Casa Rita und einmal rechts runter dann zum Casa Mimi. Gut, was war noch? Mein Lieblingsbaum. Kriege man immer raus. Jetzt versuche man ja, zu verbrennen, dass er rausgeht. Wir haben wieder Sturm gehabt, sind wieder 3 Bäume wieder umgefallen. Die haben wir schon alle entsorgt. Dann haben wir vom Gärtner Pflanze bekommen, das heißt die ganzen Buchsbäume in den 4 Häuser kommen wieder raus, wäre hier rein gepflanzt. Wir wollen dort andere Pflanzen machen, die wären nur 2 Meter groß, muss man auch nicht großartig schneiden. Und wir haben gestern an dieser Seite hier vom Grundstück den Malo Vicino, also der böse Nachbar, gepflanzt und
die ganze Seite hier drüben. So, dann gehen wir mal weiter. Auf der anderen Seite sieht man es jetzt auch. Wir können endlich trockenen Fußes ins Haus gehen, beziehungsweise ohne Schlamm. Auch hier habe ich ein Video, wie man den Dreck jetzt entfernt habe. Blende ich gerade mal kurz ein. So, wir haben jetzt das Mittel von den Lavaderos. Das sprüht man jetzt ein bisschen drauf. So. Lasst es ein bisschen einwirken. Ich habe dann gerade mal vorsichtshalber so Bürstle. So, das war jetzt nicht mit viel Druck oder irgendwas, sondern wirklich nur ganz leicht. Nicht. Achtung, schaut mal bitte. Seht ihr den Unterschied? Das ist ja der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Also, ab zum Lavadero, das Zeighabe, das Liquid, kurz drauf sprühen, einwirken lassen, abziehen, fertig. Gut, jetzt putzen wir mal die Wohnung oder das Haus, besser gesagt. Krass. So, das heißt, wir haben Verbindung zu der Garage und dann geht man so später rein. Das ist jetzt die Unterkonstruktion, kommt dann noch was drauf. Es wird so eine Kieselsteinschicht oder ja, so Splitschicht gemacht dann, dass man Grip hat, dass man nicht ausrutscht, wenn es dann mal nass ist. Aber bringt schon ganz, ganz viel. Auch hier bei uns hinterm Haus haben wir jetzt nochmal besprochen. Das heißt, hier kommt eine Feuerstelle hin, hier kommt eine Boccia-Bahn, wird jetzt gebaut demnächst. Die Feuerstelle, dann wird das Ganze umzäunt. Und ja, peu à peu gehen wir jetzt langsam vor. Es gibt dann später mal, wo die Gäste auch hin können. Ja, dann haben wir noch 2 Hundezwinger, wo wir jetzt dann bauen wollen hier hinter für noch 2 Hunde, wo wir uns dann zulegen wollen. Piscina Rot. Es ist unmöglich hier einen Pool zu bauen bei diesem Regenwetter. Jetzt kommt der Hugo. Hugo repariert den Zaun oben. Ist nämlich kaputt gegangen, nicht der Zaun, das Tor. Hier haben wir jetzt den Eingangsbereich. Alt, bevor ich erzähle, also die ganze Lampe, das sehen das jetzt. Der untere Teil haben wir überall Pflanze drin, die Lampen drin. Das sieht richtig stark aus. Ne? Da muss man wirklich sagen, es ist jetzt zwar noch nicht so richtig toll mit Reflexion, also weil halt wenig Material da ist, um das Licht zu reflektieren, aber es sieht schon richtig gut aus. So, jetzt haben wir mal die Straße beleuchtet. Hier im unteren Teil haben wir in jeder Palm eine, im oberen Teil alle 2 Palmen. Ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nicht? Das sieht schon gut aus, aber keine Ahnung. Aber ich glaube, wir machen an jede Palme eine. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Und natürlich wird jetzt auch der Palmengarde beleuchtet. Und wenn wir jetzt aber dann das Tor fertig haben, kommt auch hier eine Beleuchtung hin. Dann gehen wir rüber zum Palmengarde, der wird dann auch komplett grün gemacht, also sieht schon richtig, richtig toll aus. Ich habe nur Angst, dass wenn ein Flugzeug kommt und möchte zum Flughafen in Posadas, dass es hier irgendwann mal landet. Naja, so, zurück. Hier ist der Haupteingang, wurde jetzt betoniert. Die Türen sind geliefert gekommen, der Boot ist da, wird jetzt soweit alles fertig gemacht. Die Jungs machen jetzt den Weg fertig, gehen wir gerade mal hin. Und zwar kann man dann später hier rein und kann dann hier rum. Man kann hier dann, kommt später ein Weg, wo man dann in die Palmengarde reingehen kann, wo man Festzelt aufbauen kann, ja, Geburtstage feiern. Dann geht es hier oben rum und man kann dann endlich zu trockenen Fußes in die Häuser gehen. Des Weiteren machen wir hier einen Weg, also ist schon Schotter da. Das heißt, der Weg geht dann geradeaus. Wir haben jetzt auch besprochen, wo die Cocktailbar hinkommt, das Kindshow. Es wird, laufe ich gleich mal hin mit euch, wird ein Grill gebaut, dann 2 Grill für die Gäste und Holzofen bauen wir auch noch. So, der Weg geht dann geradeaus runter. Hier oben kommt einer dazu und geht dann direkt runter in den Pool. Und hier machen wir noch eine Abbiegung, auch in den Poolbereich. Und hier haben wir auch noch einen Weg. Der geht dann hier runter und zwar in diesem Bereich kommt das Ganze, die Cocktailbar hin und dieser Bereich hier machen wir so eine Terrasse, wo dann ein Außengrill hinkommt, große, dann 2 kleine Grill, wo die Gäste dann benutzen dürfen und Holzofen. Und in der Mitte wird jetzt hier alles angelegt. Hier, in dieser Fläche hier, diese Fläche, da, wenn es möglich ist, wird da noch ein Salon de Fiesta gebaut. Das heißt, ja, wenn man Geburtstage oder Hochzeiten haben,
dann kann man das dann anmieten. So, aber jetzt, man sieht schon, die Farben. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe diese Farben diesmal nicht ausgesucht, das war meine Frau. Dann haben wir hier Casa Elena, Casa Astrid und Casa Nea. Wobei mir haben die Kinder gefragt, was sind eure Lieblingsfarbe, und die Kinder haben uns dann so geantwortet. Also ich muss auch ein bisschen meine Frau dann in den Schutz nehmen. So, wie sieht's aus? Die Häuser sind soweit komplett fertig. Die Türen sind eine Katastrophe. Der Schreiner war jetzt da. Er macht mal komplett überall neue Türen rein. Also das heißt, wir kriegen hier 8 neue Türen. Des Weiteren mussten wir eine neue Türe bei uns bestellen. Auch unsere Türe ist schon kaputt. Ich würde nie mehr Holz nehmen, muss ich ganz klar sagen. Ja, mein Nachbar, der von oben, der hat jetzt gesagt, Mensch, da gibt es auch WPC und andere tolle Türe. Werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch reinmachen. So, dann gehen wir mal rein, die kleinen Häuser. Genau, also die Wege wäre jetzt noch verbunden dann mit der Treppe. Das heißt, so breit wie die Treppe sind, so wird dann der Weg rüber gemacht. Da kommen wir jetzt nicht ran, da ist jetzt was installiert. Der Luna pinselt und macht und tut, der arbeitet permanent. Buenas, Luna. Luna la solución. So, da haben wir jetzt eine strukturierte Putz drauf und wir haben jetzt schon einen eingebauten Ofen. Der Herd kommt jetzt dann drauf, wird noch mit Silikon festgemacht. Hier wäre die ganze Türe eingebaut. Dann müsste Strom kommen. Das sind jetzt die neue Außentüre. Also man sieht es. Servus. Die haben jetzt eine besondere Beschichtung bekommen. Keine Ahnung was. So wäre auf jeden Fall die andere Türe auch. Hier kommt dann noch der Kühlschrank rein. Wir haben die Wohnzimmermöbel, wir haben die Schlafcouch. Also ist alles da. Da ist schon der Schrank aufgebaut, das Bad, Spiegelschrank. Warum hängt der Spiegelschrank so weit links? Man braucht halt Nerven aus Stahl. Man braucht sie wirklich. Jetzt rasier dich da mal, ja, also mit Männern, rasier dich da mal. Da musst du permanent. Geht nicht. Meine Fresse. Naja, genau, also wie gesagt, Strom fällt hier noch und dann ist es eigentlich soweit komplett bezugsbereit. Das heißt, wir wollen eigentlich zum 1.12. Die 3 Häuser fertig haben. Wir sind leider Gottes komplett 2 Monate zurück. Jetzt noch einmal einen halben Monat durch die 2 Wochen, wo wir jetzt gehabt haben. Und am Morgen soll es wieder Regen geben. Eine Woche lang, also immer wieder. Also der El Niño soll auch bleiben bis März, sage ich jetzt. Normalerweise ist so dann 24. Dezember rum. El Niño Navidad. Aber er bleibt wohl bis März. Das heißt, wir haben extreme Schwierigkeiten, unsere Außenanlage zu gestalten, weil wir müssen ja betonieren. Ja, und wenn es dann halt permanent regnet, dann können wir eben nicht so das Ganze gestalten, wie wir wollen. Das geht halt überhaupt nicht. Naja, so, jetzt gucken wir noch ins Casa Elena rein. So, was meint ihr zu dieser Farbe? Oder was meint ihr allgemein zu der Farbe? Jetzt sehen wir ja alle Farben, fast alle Farben, weil das Kindchen fehlt ja noch und der Spanier unten. Aber was meint ihr zum Resort von der Farbe her? Ist es zu bunt? Gefällt es euch? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. So, jetzt gucken wir da mal rein. Gott sei Dank, da habe ich es jetzt noch nicht installiert. Also das Bad hat mega tolle Größe. Ich bin echt zufrieden mit der Planung. Ja, echt toll. Tolle Aussicht aus dem Grüne, tolles Schlafzimmer, sehr geräumig für 2 Personen oder 3 Personen dann auf der Schlafcouch. Also wie gesagt, hier passen 3 Personen rein, nicht 2 Personen. Ich meine, ich habe es ja schon korrigiert auf der Homepage. Optimal, ja, also mega. So, da haben wir hier die Palme und dann haben wir hier die ganze Wegle noch einmal in der Übersicht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Aber natürlich, wir waren auch im Fernsehen. Wir haben noch ein TV-Interview gehabt. Da zeige ich euch mal einen kurzen Ausschnitt. Das ganze Interview, wenn ihr euch das anschauen möchtet, findet ihr unten in der Beschreibung. Und dann könnt ihr das Ganze mal anschauen. Esta organización que hace poquito nada más está por Encarnación, pero haciendo muchas cosas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Scheiße, jetzt habe ich länger. Was hat sie gefragt? Was du dazu beigetragen hast? Nosotros vivimos en San Juan de Paraná desde un año y vemos a camión de bomberos de viejo
de jabón y es nuestra idea, un nuevo camión de bomberos para nuestra municipalidad, o para bomberos rojos. Y nosotros hablamos con otras empresas, como por ejemplo, como yo tengo una empresa en San Juan y yo hablo con otras empresas y otra gente para dineros para donar para nuestro proyecto. In dem Interview mit dem paraguayischen Fernsehen ging es eigentlich darum, dass mir erklärt habe, dass es nicht 2, 3 Leute bezahlt habe, sondern eine ganze Gruppe ist, dass wir halt Organisatoren sind, ja, Mitorganisatoren und so weiter und so fort. Und dass das halt nicht das erste Projekt ist, sondern das zweite Projekt und ja, warum ich sowas mache und einfach halt die Leute hier unterstützen, die Gemeinschaft. Und es ist halt, wenn man zusammenhält, ja, als Gruppe ist man immer stärker wie einzelne Personen und man kann halt doch als Gruppe ganz, ganz viel erreichen. So, aber jetzt, die Tür kommt raus. Furchtbar, gar nicht, es geht nicht. Ich muss gerade eben so lachen, ne, war bei den Jungs und war gestern Abend, haben wir noch ein Bier getrunken in der Bodega und wusste ich nicht. Also jeder Mensch hier im Barrio, ja, hat eigentlich einen Namen, so wie ich jetzt zum Beispiel, und es hat jeder einen Spitznamen. Ja. Normalerweise kennt man dann die Leute eigentlich unter dem richtigen Namen gar nicht mehr, weil nur noch der Spitzname gesagt wird. Und das sind die tollsten Sachen, ne? Also Motosierra, Motorsäge zum Beispiel oder Vogel, also Pájaro. Großer Affe oder Gorilla, also das ist Wahnsinn. Naja, ich habe jetzt voll lachen müssen. Mir ist das nicht so klar. Ja, bei uns hat es auch im Dorf Spitznamen, ja, übernommen vom Vater oder was weiß dann ich. Aber es ist hier schon extrem. Also es hat wirklich jeder hier einen Spitznamen und die meisten Spitznamen sind halt auf Guarani und das ist für mich noch ein bisschen tricky. Aber ich lerne dazu. Gut, jetzt geht's weiter mit dem Video. So, ich halte jetzt mal Quassel. Wünsche euch natürlich wieder alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ich kann euch wieder Fortschritte zeigen und ich zeige euch jetzt gerade einen kurzen Abspann von den Arbeiten. Bis dann. Ciao, ciao.